Ja, auf jeden Fall. Sogar ich kann, wenn man das sachlich bewertet und parteilos beurteilt, dann kann ich sogar sagen, heute ist die Türkei viel günstiger für Deutsche als vor 10 Jahren. Aufgrund der Währungsverluste in den letzten Jahren, seit 2015 dauert es kontinuierlich, sind Immobilien, aber auch Verbrauchsgüter, Lebensmittel im Vergleich zu Deutschland noch günstiger geworden. Auch die Personalkosten, die Gehälter, ein Mindestlohn, das vor 10 Jahren über 500 Euro gewesen war, ist jetzt 260 Euro. Also das ist natürlich in Euro gedacht. Für Inländer, die in der Türkei arbeiten, Geld verdienen und leben müssen, ist es natürlich schlechter geworden. Der Kaufkraft ist geschrumpft worden. Beiderseitig muss man sehen. Aber auch von Deutschland aus betrachte ich eher nicht sachliche, emotionelle Meinungen und aufgrund der politischen Richtung der Türkei oder wegen den Spannungen aufgrund Flüchtlingskrise betrachten die Menschen die Türkei etwas so subjektiv von Deutschland aus. Das soll man ein bisschen ändern, würde ich sagen, weil so verpasst man viele Vorteile. Aber da muss ich mal einhaken, Herr Logan. Was ja so ein Paradox zu sein scheint. Auf der einen Seite, wie wir es schon erwähnt hatten, gibt es eine ganze Reihe von Deutschen, die in die Türkei ziehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so viele türkische Bürger, die unbedingt in Deutschland wohnen wollen. Sie selbst sind ja auch ein gutes Beispiel. Ja. Sie wohnen ja jetzt in Deutschland. Ja. Zum Beispiel. Und wenn das alles so schön ist, also vielleicht können Sie das mal aufklären. Es kommt darauf an, in welcher Position Sie sind. Wenn Sie ein normaler Fabrikarbeiter sind, dann ist natürlich Deutschland wesentlich besser, weil Sie verdienen in der Türkei so vielleicht 300, 400 Euro monatlich, maximal 500 Euro. Also das sind Nettobeträge. In Deutschland würde man über 2000 Euro liegen, grundsätzlich, oder nicht unter 1500 Euro. Und damit, also der Kaufkraft eines Fabrikarbeitnehmers in Deutschland ist vielleicht 3-mal höher als in der Türkei. Aber für diejenigen, die etwas mehr Geld verdienen können, insbesondere mit hochqualifizierteren Berufen wie Ingenieure oder wie Softwareprogrammierer, also solche immaterielle Arbeiten oder Dienstleistungen anbieten, aber nicht unbedingt für den türkischen Markt, sondern auch für den Weltmarkt, dann kann es interessant sein. Also das mit Euro Geld verdienen und in türkischer Lira in der Türkei ausgeben, ist angenehm. Was anderes ist und dann passt nicht. Deswegen, also wenn Sie schauen, dann wollen auch tatsächlich viele aus den östlichen Ländern, aus arabischen Ländern, Iran oder den anderen Ländern, wollen viele Leute in die Türkei kommen. Die fühlen sich in der Türkei ganz angenehm, frei, europäisch. Und die Türken wollen aber nach Europa, weil die haben vielleicht noch mehr andere Wünsche und andere Ansprüche. Auch aufgrund dieser Situation, wenn man im unteren Einkommensbereich ist, dann ist die Türkei sehr anstrengend zu leben. Deutschland ist sehr komfortabel für diese Personen. Und ich kann Ihnen noch etwas sagen, war auch für mich ziemlich überraschend. Der Mindestlohn in der Türkei ist aktuell 265 Euro. Und bei Währungsverlusten geht es noch runter. Das wird jährlich neu bestimmt. Aber wie gesagt, vor 10 Jahren war das über 500 Euro. Sie sehen, auf die Hälfte gebüßt. Und über 40% der Arbeitnehmer in der Türkei, der registrierten Arbeitnehmer, arbeiten mit Mindestlohn. Also das ist in keinem anderen Land in Europa ist so dramatisch.